Hallo und herzlich willkommen zu Camper unterwegs, heute beim Praxistest. Wir wollen uns heute einmal den Omnia Backofen angucken. Ich habe ihn zum Geburtstag geschenkt bekommen und bisher noch nicht ausprobiert. Heute ist der Tag. Dies ist unser VW T6 als Camper ausgebaut, aber natürlich mit begrenztem Stauraum. Darum ist es uns besonders wichtig, dass alle Teile, die im Camper sind, auch mehrere Funktionen erfüllen. In diesem Aufbewahrungsbeutel habe ich ihn mitgenommen, weil ich denke, dieses Teil könnte Spaß machen. Er soll laut Herstellerangaben viele verschiedene Funktionen erfüllen, Brötchen backen, herzhafte Gerichte zubereiten, sogar Kuchen backen, eben alles, was man in einem normalen Backofen auch kann. Und ich habe ein Rezeptbuch dazu bekommen, danach sollte es nicht schwer sein anzufangen. Der Omnia besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen, die man übereinander auf den Gasherd setzen muss. Das sieht ja schon mal ganz leicht aus. Zunächst muss man die Unterschale auf den Gasherd setzen, dann kommt die leichte Aluminium-Hauptform und obendrauf der Deckel, der an den Seiten Löcher hat, damit die Hitze, die sich entwickelt durch das Aufsteigen der heißen Luft, auch wieder ein bisschen entweichen kann. Praktischerweise habe ich dazu noch eine kleine Silikon-Innenform bekommen. Man kann den Backofen auch ohne diese Silikonform benutzen, aber ich kann mir vorstellen, dass man mit der Form das Gerät leichter reinigen kann und das, was man darin zubereitet hat, auch leichter herausbekommt. Ohne das Kochbuch zu benutzen, mache ich einfach ein Rezept, was ich von zu Hause kenne, nämlich Lachs mit Gemüse. Und dazu habe ich Zwiebeln klein geschnitten, Knoblauch, für 2 Personen 2 Stücke Lachs, Möhren und Tomaten. Ganz toll ist, dass hier auf unserem Campingplatz in Dänemark ein Hügelbeet vorhanden ist und da wachsen ganz viele verschiedene Kräuter, die man sich als Camper auch abpflücken kann. Und das habe ich natürlich getan. Das bereichert immer jeden Tag unsere Küche. So haben wir Rosmarin darin und Schnittlauch, Petersilie und für ein Fischgericht natürlich ganz wichtig Dill. Natürlich könnte man alles auch in einer Pfanne machen, aber auch zu Hause schmecken mir Gerichte aus dem Backofen viel besser und intensiver als aus der Pfanne. Ich habe alles in der Silikonform übereinander geschichtet, angefangen mit dem Lachs und ein bisschen Brühe obendrauf gegossen und ganz zum Schluss dann die Kräuter obendrauf. Und man kann sehen, dass alles ein bisschen von Feuchtigkeit oder Flüssigkeit bedeckt war. Und dann Deckel drauf. Ich habe erstmal mit der größten Hitze angefangen, habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass durch diese Löcher im Deckel eine wahnsinnige Hitze nach außen entweicht. Man sieht ja hier auch die Flamme innen hochsteigen. Ich habe einmal den Deckel probeweise abgenommen und habe dann aber nach 5 Minuten runtergeschaltet auf mittlere Temperatur und dann so ungefähr 20 Minuten garen lassen. Immer ab und zu mal geguckt. Das Tolle ist, dass man ja immer wieder den Deckel aufmachen kann und den Fortschritt des Essens sich angucken kann. Ja, das Essen war so schnell fertig wie auch zu Hause. Das hat also keine Mühe gemacht und man hat immer, wenn man den Deckel hochgenommen hat, gesehen, wie es darunter kräftig blubberte. Auch der Geschmackstest, den ich zwischendurch gemacht habe, war richtig gut. Und wie man hier auf dem Teller sieht, ist das Endergebnis auch richtig lecker geworden.
Mir hat es sehr gut geschmeckt und mein Fazit kommt hier. Es gibt ja fürs Vorzelt richtig große Backöfen zum Mitnehmen. Das wäre für mich keine Alternative, denn ich brauche wirklich etwas Kleines für unterwegs. Der Omnia ist klein und leicht und ein echter Allrounder. Die Silikonform habe ich schnell wieder sauber gekriegt und sie fettet sich auch selber wieder nach. Allerdings war trotz sorgfältiger Reinigung noch etwas Essensgeruch an der Silikonform festzustellen. Ich habe mich mal im Forum schlau gemacht und da gelesen, dass man die Form über Nacht in den Kühlschrank legen soll. Denn wenn man jetzt Kuchen darin backen will, möchte man natürlich nur den leckeren Zitronenkuchengeschmack haben und nicht Knoblauch- oder Zwiebelgeschmack. Der Aufbau des Omnia-Backofens bringt es natürlich mit sich, dass er sehr heiß wird, denn sonst könnte er seine Funktion ja nicht erfüllen. Man muss also auf jeden Fall darauf achten, dass man einen guten Hitzeschutz hat oder dass man bei gutem Wetter eben draußen kocht. Manchmal muss das Kochen unterwegs auch schnell gehen, aber eigentlich sind wir Leute, die auch auf Reisen gerne gut und gesund essen und darum finden wir den Omnia für uns ideal. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo und auch natürlich über eure Kommentare. Kommt gerne wieder mit auf eine Tour mit Camper unterwegs mit vielen neuen Tipps und Tricks. Und jetzt wird erstmal eingepackt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.